McDonald's ist kein Hamburger Unternehmen. Es war nie eines, das sagt kein Kritiker. Und auch kein Journalist, der ein Buch über Konzernmacht schreiben wollte. Das sagte der Mann, der McDonald's zu dem gemacht hat, was es heute ist. In einer internen Schulung, in einem Vortrag an der Hamburger University in Oak Brook, Illinois, in den 1970er Jahren vor Hunderten von zukünftigen Franchisenehmern, die glaubten, sie seien dabei zu lernen, wie man Hamburger verkauft. Er hieß Harry Sonneborn. Er war Finanzvorstand von McDonald's und er sagte, wir sind kein Restaurantunternehmen, wir sind ein Immobilienunternehmen. Die Restaurants sind nur der Mechanismus, der unsere Mieter anzieht. 16 Wörter. Mehr brauchte es nicht, um das eigentliche Geschäftsmodell von McDonald's zu erklären. Und vielleicht auch nicht mehr, um zu verstehen, warum zwei Brüder am Ende fast alles verloren. Die Männer, die McDonald's wirklich erfunden hatten, nicht den Hamburger, sondern das System dahinter, bekamen dafür keine $50 Millionen, keine 100 Millionen. Nicht einmal annähernd. Sie bekamen $2.700.000 für das wohl bekannteste Markenzeichen der Welt. Wenn man diese Zahl heute hört, wirkt sie wie ein Rechenfehler. Sie war keiner. Sie war der Preis dafür, dass zwei Männer etwas geschaffen hatten, dessen wahren Wert sie erst erkannten, als es längst jemand anderem gehörte. Diese Männer hießen nicht Kwok, sie hießen McDonald. Und ihre Geschichte beginnt mit einem Hotdog-Stand in Arcadia, Kalifornien, im Jahr 1937. Richard und Maurice McDonald, Dick und Mac, wie fast jeder sie nannte, wirkten auf den ersten Blick wie Männer, über die niemals ein Buch geschrieben werden würde. Sie waren weder geniale Erfinder noch charismatische Unternehmer. Sie waren zwei Brüder aus Manchester, New Hampshire, die nach Kalifornien gegangen waren, weil Kalifornien damals für Millionen Amerikaner genau das versprach, was sie am dringendsten brauchten. Einen Neuanfang. Nicht Ruhm, nicht Reichtum. Einfach eine zweite Chance. Dick war der ruhigere von beiden. Mac war der Gesellige. Zusammen hatten sie einen Charakter, den keiner von ihnen allein gehabt hätte. Sie hatten in Hollywood versucht, als Filmstatisten Geld zu verdienen. Es hatte nicht gereicht. Der Markt war voll, die Gesichter zu gewöhnlich, die Wartezeiten zu lang. Sie hatten eine Kinoleinwand aufgestellt und ein Autokino betrieben. Das hatte besser funktioniert, aber Autokinos hatten ihre eigenen Probleme. Dann hatten sie ein Restaurant eröffnet. Das Restaurant lief gut. Gut genug, um davon zu leben, aber nicht gut genug, um aufzuhören nachzudenken. Dann fiel den Brüdern etwas auf, das zunächst wie eine gewöhnliche Zahl aussah. 80% ihres gesamten Umsatzes kamen von einem einzigen Produkt, dem Hamburger. Die meisten Restaurantbesitzer hätten sich darüber gefreut. Dick und Mac taten das Gegenteil. Sie begannen zu überlegen, ob alles andere vielleicht das eigentliche Problem war. Damals ahnten sie noch nicht, dass genau diese Frage wenige Jahre später nicht nur ihr eigenes Leben verändern würde. Sie sollte auch die Art verändern, wie Milliarden Menschen auf der ganzen Welt essen. Was würde passieren, wenn man das Restaurant auf dieses Produkt reduzierte? Und was, wenn man Menüs, Servicepersonal, Silberbesteck und all das andere einfach wegließ? Wenn man nicht fragte, was Kunden wollten, sondern ihnen sagte, was verfügbar war. Im Oktober 1948 trafen sie eine Entscheidung, die für jeden Restaurantbesitzer verrückt geklungen hätte. Sie schlossen ihr erfolgreiches Restaurant. Nicht für einen Tag, nicht für eine Woche, für 3 Monate. Als die Türen wieder aufgingen, war aus einem gewöhnlichen Restaurant etwas geworden, das bis dahin niemand gesehen hatte. Sie nannten es das Speedy Service System. Der Name klang unscheinbar, fast technisch. Niemand konnte damals ahnen, dass genau dieses System Jahrzehnte später in mehr als 100 Ländern kopiert werden würde. Das Konzept war simpel, die Ausführung war radikal. Keine Bedienung am Tisch, keine Menüauswahl in der Hand eines Kellners. Die Kunden bestellten an einem Schalter, direkt, schnell, ohne Wartezeit. Die Küche dahinter war keine Küche im traditionellen Sinne. Sie war eine Fabrik in Miniaturformat. Dick McDonald hatte die Küchenabläufe studiert, wie ein Ingenieur eine Produktionslinie studiert. Welcher Schritt dauert wie lange? Wo entstehen Engpässe? Wo kann man Zeit sparen, ohne Qualität zu verlieren? Wie muss man die Arbeitsstationen anordnen, damit kein Schritt unnötige Bewegung erfordert? Er zeichnete die Küche auf einem Tennisplatz nach, mit Kreide, und ließ seine Mitarbeiter durch die Abläufe gehen, immer wieder, bis jeder Handgriff saß. Nicht, weil es von ihnen erwartet wurde, sondern weil es so eingeübt worden war, dass es keine andere Möglichkeit gab. Senf links, Ketchup rechts, Gurke zuerst, Zwiebeln danach. Jeder Handgriff hatte seinen festen Platz. Jeder Burger sah gleich aus. Jeder Burger brauchte gleich lange. Vom Bestellen bis zur Ausgabe vergingen kaum mehr als 30 Sekunden. Heute klingt das selbstverständlich. 1948 war es beinahe revolutionär. Keine Servicekraft, die verschwand.
Kein Essen, das kalt wurde, weil die Küche überfordert war. Kein Trinkgeld, keine Rechnung, kein Warten. Nur ein Hamburger, 15 Cent, in 30 Sekunden. Für die meisten Gäste war das einfach nur ein schnelles Mittagessen. Für Dick und Mac war es der Beweis, dass ihre Idee funktionieren konnte. Dass genau dieser Gedanke schon bald jemanden auf ihren Parkplatz führen würde, der daraus ein Weltunternehmen machen sollte, konnten sie damals nicht wissen. Aber es war noch nicht das, was McDonald's werden würde. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Der Hamburger kostete 15 Cent. Zum Vergleich, in anderen Restaurants in der Gegend kostete ein Hamburger 30, 40, manchmal 50 Cent. Der McDonald's-Preis war nicht günstig, weil die Qualität schlechter war. Er war günstig, weil die Kosten geringer waren. Keine Kellner, die Trinkgeld erwarteten. Keine Besteckhaltung, kein Abwasch von Gläsern, keine Kühlkette für Mahlzeiten, die bestellt und dann weggeworfen wurden, weil sie niemand aß. Keine Verschwendung von Material, von Zeit, von Personal. Das Speedy-Service-System war mehr als ein Effizienzwunder. Es veränderte das Verhalten der Kunden. Plötzlich kamen Menschen nicht mehr trotz der Geschwindigkeit, sondern genau ihretwegen. Mehr Kunden als Dick und Mac je erwartet hatten. Familien kamen mit Kindern, Jugendliche kamen nach der Schule, Bauarbeiter kamen in der Mittagspause. Menschen, die zuvor nicht in einem Restaurant gegessen hätten, weil Restaurants Zeit kosteten und Geld und das Gefühl, gekleidet zu sein für die Anlässe, die Restaurants darstellten, kamen jetzt nach San Bernardino zu einem Schalter und bestellten 15 Cent. Zum ersten Mal wurde ein Restaurant für Menschen interessant, die Restaurants bisher gemieden hatten. Nicht, weil sich ihr Geschmack verändert hatte, sondern weil sich das System verändert hatte. Essen wurde nicht durch Ideologien erschwinglich, sondern durch Effizienz. Das war die eigentliche Erfindung von Dick und Mac McDonald. Nicht der Hamburger, den gab es schon. Nicht das Tiefkühlpatty, das gab es auch schon. Die Erfindung war das System. Die Idee, dass ein Restaurant so funktionieren kann wie eine Fabrik, ohne dass der Kunde das Ergebnis schlechter findet, sondern besser. Genau deshalb ist die Geschichte von McDonald's keine Geschichte über Fast Food. Sie ist die Geschichte einer Idee. Und Ideen haben eine gefährliche Eigenschaft. Sobald jemand erkennt, wie groß sie wirklich sind, gehören sie oft nicht mehr den Menschen, die sie zuerst hatten. Billiger, schneller, gleich. Das ist das Prinzip, das die Welt veränderte. Genau dieses Prinzip kaufte Kroc. Und das ist das Prinzip, für das Dick und Mac McDonald am Ende zu wenig bekamen. Falls euch solche Geschichten interessieren, bei denen bekannte Unternehmen ganz anders aussehen, als wir sie heute kennen, dann abonniert gerne den Kanal. Hier erzählen wir genau solche Geschichten. Hier hätte die Geschichte enden können. Dick und Mac hätten wahrscheinlich noch ein zweites Restaurant eröffnet, vielleicht ein drittes. Sie hätten gut gelebt und wären als erfolgreiche Restaurantbesitzer in Südkalifornien alt geworden. Niemand außerhalb Kaliforniens hätte ihre Namen gekannt. Doch dann bog eines Morgens ein unscheinbarer Mietwagen auf ihren Parkplatz. Er war 52 Jahre alt. Er verkaufte Milkshake-Maschinen, Mixer und Großküchenzubehör. Sein ganzes Berufsleben hatte er damit verbracht, Produkte an Restaurantbesitzer zu verkaufen. Ein eigenes Restaurant hatte er nie besessen. Und etwas aufzubauen, das über den eigenen Lebensunterhalt hinausging, war ihm bis dahin ebenfalls nicht gelungen. Er hatte als Klavierspieler in Bars gespielt. Er hatte Papierbecher verkauft. In Florida hatte er mit Immobilien spekuliert, ohne Erfolg. Später arbeitete er in der Kriegsindustrie. Und er hatte gelernt, was viele Verkäufer lernen. Begeisterung kann einen Raum füllen, selbst wenn das Produkt mittelmäßig ist. Er hieß Ray Kroc. 30 Jahre lang hatte er nach dem richtigen Produkt gesucht, nach etwas, das mehr war als nur ein Produkt, nach einem System, das sich vervielfältigen ließ und überall auf die gleiche Weise funktionierte. Was Ray Kroc auf diesem Parkplatz erkannte, war mehr als ein gutes Restaurant. Er erkannte ein System, und Systeme lassen sich vervielfältigen. Genau das veränderte die Welt. Ray Kroc war nicht zum ersten Mal aus einem finanziellen Zufall in San Bernardino. McDonald's hatte 8 seiner Prince Castle Milkshake-Maschinen bestellt. Nicht 2, nicht 3, 8, gleichzeitig. Das war ungewöhnlich genug, dass Kroc, der seit Jahren durch Amerika fuhr und Küchengeräte an Restaurantbesitzer verkaufte, persönlich nachsehen wollte, was da vor sich ging. Er kam früh. Das Restaurant hatte noch nicht geöffnet. Er stand auf dem Parkplatz in San Bernardino, Kalifornien, an einem Julimorgen 1954 und beobachtete. Vor dem Restaurant warteten bereits Menschen. Nicht viele, aber genug, um Kroc stutzig zu machen. Menschen, die vor einem geschlossenen Restaurant warteten, die nicht ungeduldig waren. Die einfach warteten, weil sie wussten, dass das, worauf sie warteten, es wert war. Als das Restaurant aufmachte, begann die Schlange sich zu bewegen. Kroc beobachtete die Bestellungen. Er beobachtete die Küche, so weit wie er durch das Fenster sehen konnte. Er beobachtete die Übergabe. Tüte,
Burger, Wechselgeld, Nächster. In der Mittagspause wurde der Parkplatz voll. Für die meisten Menschen wäre das nur ein gut laufendes Restaurant gewesen. Ray Kroc sah etwas völlig anderes. Kroc aß einen Hamburger. Er saß auf der Motorhaube seines Mietwagens, ein Mann in mittleren Jahren, in einem weißen Hemd, mit einem Hamburger in der Hand auf einem Parkplatz in Südkalifornien und aß. Und irgendetwas in ihm verstand, bevor der Verstand es formulieren konnte. Er sah die Zukunft. Nicht die Zukunft des Bürgers, die Zukunft des Prinzips. Das Gespräch mit Dick und Mac McDonald gehört zu den ungewöhnlichsten Begegnungen der amerikanischen Unternehmensgeschichte. Dick und Mac wollten keinen Geldgeber. Sie wollten keine Partner. Sie lebten gut, sehr gut sogar, für zwei Männer ohne formale Ausbildung in einem Stadtrand in Südkalifornien. Das Restaurant warf genug ab. Einige frühere Franchise-Versuche hatten nicht funktioniert, andere Betreiber hatten die Abläufe nicht verstanden, hatten den Preis erhöht, hatten experimentiert, hatten das Einfache kompliziert gemacht. Was Kroc ihnen anbot, war nicht Kapital, es war Zeit. Er würde die Franchises selbst aufbauen. Er würde Standorte finden, Verträge aushandeln, Betreiber schulen, Qualität kontrollieren. Die Brüder müssten nichts tun, außer ihren Namen hergeben und ihr System. Die Brüder dachten nach, dann sagten sie ja. Was Kroc bekam, war das Recht, McDonald's zu franchisen. Was er den Brüdern gab, war 1% des Umsatzes jeder Filiale. Nicht vom Gewinn, vom Umsatz. Auf den ersten Blick klang das fair. Auf den zweiten Blick war es das Fundament eines Missverständnisses, das Kroc jahrelang in den Ruin trieb und die Brüder am Ende teuer zu stehen kam. Das Problem lag in der Struktur des Vertrags. Wenn Kroc 100 neue Filialen eröffnete, bekamen die Brüder 1% des Umsatzes aller 100 Filialen. Das klingt gut, aber Kroc musste sich auch um 100 Filialen kümmern. Um Standorte, um Pachtverträge, um Qualitätskontrolle, um Franchisen-Schulungen. Und sein Anteil nach Abzug der Brüdergebühr war so gering, dass er kaum seine eigenen Kosten deckte. Kroc hatte eine Idee, aber noch kein Geschäftsmodell, das daraus ein Imperium machen konnte. Die Lösung erschien erst, als Harry Sonneborn dazukam. Und dann, als die Maschine lief, als McDonald's Corporation begann, wirklich Geld zu verdienen, stellte sich heraus, dass die Brüder ein Problem darstellten. Dick und Mac hatten in San Bernardino noch immer ihr Originalrestaurant. Sie hatten das Recht, es so zu führen, wie sie wollten. Sie machten Änderungen, manchmal kleine, manchmal größere, die Kroc nicht autorisiert hatte. Für Kroc war das inakzeptabel. McDonald's war jetzt eine Marke. Marken brauchen Konsistenz. Konsistenz braucht Kontrolle. Er wollte das Originalrestaurant kaufen. Dick und Mac wollten nicht verkaufen. Von diesem Moment an ging es nicht mehr nur um ein Restaurant. Es ging darum, wem die Zukunft von McDonald's gehören sollte. Mich würde an dieser Stelle etwas interessieren. Wenn ihr damals an diesem Tisch gesessen hättet, wärt ihr auf der Seite der McDonald-Brüder gewesen oder auf der von Ray Kroc? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was dann geschah, hatte nur noch wenig mit einer gewöhnlichen Geschäftsbeziehung zu tun. Es war der Moment, in dem dieselbe Idee zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen von Eigentum hervorbrachte. Kroc baute eine neue McDonald's-Filiale direkt gegenüber dem Originalrestaurant der Brüder. Er hatte das Recht dazu. Das Original in San Bernardino war kein Franchise-Restaurant. Es stand außerhalb der Franchise-Vereinbarung. Er konnte einen Konkurrenzstandort eröffnen. Dick und Mac schlossen ihr Restaurant. Das Missverständnis hatte einen Preis. Dick McDonald starb 1998 in New Hampshire, wo er aufgewachsen war. Er war zurückgegangen, weit weg von dem, was aus seiner Erfindung geworden war. Mac McDonald starb bereits 1971. Er sah nicht mehr, was aus dem Namen wurde. Kroc kaufte das McDonald's-Unternehmen schließlich 1961 für $2.700.000. Die Brüder hatten außerdem verlangt, dass Kroc die anfallenden Steuern übernimmt. Er lehnte ab. Am Ende blieben ihnen netto weniger als $2 Millionen. Für ein Unternehmen, das heute einen Wert von weit über $80 Milliarden repräsentiert. Doch bevor diese Geschichte ihr Ende fand, musste McDonald's überhaupt erst zu dem Unternehmen werden, das wir heute kennen. Dafür gehen wir noch einmal einige Jahre zurück. Am 15. April 1955 eröffnete Ray Kroc seine erste eigene McDonald's-Filiale in Des Plaines, Illinois. Er war 53 Jahre alt. Die meisten erfolgreichen Unternehmer der Geschichte haben in ihren 20ern angefangen. Kroc fing mit 53 an. Nach einem Leben als Papierbecherverkäufer, Milkshake-Mixer-Vertreter, Piano-Bar-Musiker und gescheiterter Immobilienspekulation in Florida. Er hatte vieles versucht, doch nichts davon hatte ihn wirklich weitergebracht. Und nun stand er vor einer McDonald's-Filiale in Des Plaines und sah, wie Autos auf den Parkplatz fuhren. Was er nicht sah, was er in diesem Moment noch nicht vollständig verstanden hatte, war, dass McDonald's kein Restaurantunternehmen war.
Die ersten Jahre waren nicht das, was Kroc sich vorgestellt hatte. Er eröffnete Filialen, die Filialen liefen, aber das Geld, das er von den Franchise-Nehmern bekam, reichte nicht. Das Problem war mathematisch. 1% vom Umsatz nach Abzug der Gebühr für die Brüder ergab wenig genug, dass Kroc sich fragte, woran er verdiente. Er hatte Schulden. Er hatte persönliche Kredite aufgenommen, um sein Haus zu finanzieren, seine Mitarbeiter zu bezahlen, seine eigene Filiale zu betreiben. Seine erste Frau Ethel berichtete später, sie hätten in dieser Zeit kaum gewusst, wie sie die Rechnungen zahlen sollten. Ray Kroc war mit 53 Jahren in sein größtes Abenteuer gestartet und mit 55 war er noch immer nicht sicher, ob es funktionieren würde. Dann erschien ein Mann in seinem Büro, Harry Sonborn, und er brachte eine Idee mit. Sonborn war Finanzmann. Kein Visionär, kein Träumer. Dafür jemand, der Zahlen las wie andere Menschen einen Roman. Er sah, was in Krocs Konstruktion fehlte: Substanz. Der Fehler war nicht das Franchise-System. Der Fehler war, dass das Franchise-System das Unternehmen abhängig machte von dem, was in den Restaurants passierte. Wenn die Restaurants Gewinne machten, machte McDonald's Corporation Geld. Wenn nicht, nicht. Was wäre, fragte Sonneborn, wenn McDonald's stattdessen die Immobilien besaß, auf denen die Restaurants standen? Das Konzept war einfach: McDonald's Corporation kaufte oder leaste Grundstücke. Dort entstanden die Restaurants, die anschließend an Franchisenehmer vermietet wurden, zu einem Mietpreis, der über den eigenen Grundstückskosten lag. Die Differenz blieb, unabhängig davon, ob der Franchisenehmer viele Hamburger verkaufte oder keinen einzigen. Die Idee war verblüffend einfach. Wer das Grundstück kontrolliert, kontrolliert am Ende auch das Geschäft. Kroc verstand es sofort. Von diesem Moment an entwickelte sich McDonald's zu einem Unternehmen, dessen eigentliche Stärke nicht nur im Verkauf von Hamburgern lag, sondern im Besitz und der Kontrolle der Standorte. Harry Sonneborn brachte seine Idee später auf einen einzigen Satz herunter. Er sagte: Wir sind kein Restaurantunternehmen, wir sind ein Immobilienunternehmen. Die Restaurants sind nur der Mechanismus, der unsere Mieter anzieht. Aber was bedeutete das konkret? Es bedeutete Folgendes: McDonald's Corporation kaufte oder pachtete Grundstücke an Standorten, die sorgfältig ausgewählt wurden. Straßenecken, Hauptverkehrsachsen, Kreuzungen. Orte also, die Kroc und sein Team nach festen Kriterien bewerteten, fast wie Stadtplaner. Wie viele Autos fahren täglich vorbei? Wie viele Familien wohnen im Umkreis? Ist eine Schule in der Nähe? Dort entstanden die Restaurants. Anschließend wurden sie an Franchisenehmer vermietet, für eine Pacht, die höher lag als die Kosten, die McDonald's selbst für das Grundstück oder die Pacht zahlte. Die Differenz floss direkt in die Bilanz der Corporation. McDonald's verdiente damit Geld, noch bevor der erste Hamburger verkauft wurde. Hand aufs Herz. Hättet ihr vor diesem Video gedacht, dass McDonald's eigentlich eher ein Immobilienunternehmen als ein Restaurant ist? Schreibt gerne eure erste Reaktion unten in die Kommentare. Genau darin lag der eigentliche Unterschied. Restaurants mussten jeden Tag von neuem Geld verdienen. McDonald's besaß plötzlich etwas, das auch über Nacht Geld wert blieb. Ganz gleich, wie erfolgreich der Franchisenehmer war, die Pacht floss. Ob der Burgerpreis fiel, die Lohnkosten stiegen oder auf der anderen Straßenseite ein Konkurrent eröffnete, spielte kaum eine Rolle. Die Pacht floss trotzdem. Pacht war berechenbar. Sie stieg mit dem Wert der Immobilien. Banken akzeptierten sie als verlässliche Grundlage für Kredite. Genau dadurch wurde aus einer Restaurantkette Schritt für Schritt ein Konzern. Sonneborn nannte diese Struktur Franchise Realty Corporation, ein separates Unternehmen, das innerhalb von McDonald's operierte, aber Immobilien als sein primäres Geschäft definierte. In diesem Moment wurde Ray Kroc klar, warum ihm trotz wachsender Restaurantzahlen kaum Geld geblieben war. Der Hamburger war nie das eigentliche Problem. Entscheidend war das Geschäftsmodell. Das Immobilienprinzip wurde in den folgenden Jahrzehnten so konsequent umgesetzt, dass McDonald's heute zu den größten Immobilienbesitzern der Welt gehört, mit einem Grundstücksportfolio, dessen Wert auf über 30 Milliarden Dollar geschätzt wird. Mehr als viele Immobilienkonzerne. Mehr als die meisten Banken. Bezahlt von Franchisenehmern, die Hamburger verkaufen. Genau das war die eigentliche Maschine. Was Kroc von diesem Moment an aufbaute, war weit mehr als eine Restaurantkette. Es war ein System. Systeme haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber Restaurants. Sie lassen sich vervielfältigen. Jede McDonald's-Filiale war im Grunde eine Kopie, nicht im abwertenden Sinn, sondern als exakte Reproduktion eines Modells, das sich bereits bewährt hatte. 1960 betrieb McDonald's Corporation bereits über 140 Standorte in den USA. 5 Jahre später waren es schon mehr als 700. 1970 näherte sich die Zahl der 2000. Die Wachstumskurve stieg nicht mehr gleichmäßig, sie wurde exponentiell. Aus einzelnen Neueröffnungen war ein System geworden, das sich immer schneller selbst vervielfältigte.
Was hinter der Wachstumskurve stand, war nicht Hunger. Es war Kontrolle. McDonald's kontrollierte jeden Aspekt seines Systems mit einer Präzision, die in der Restaurantbranche bis dahin unbekannt gewesen war. Die Patties wurden nach exakten Gewichtsvorgaben produziert, 2 Unzen, heute andere Gewichte, aber immer exakt. Die Pommes wurden bei exakt festgelegter Temperatur frittiert für exakt festgelegte Minuten. Der Ketchup wurde in exakten Mengen dispensiert, nicht von Hand, sondern durch Dispenservorrichtungen, die Abweichungen unmöglich machten. Ein McDonald's-Hamburger in Miami schmeckte wie ein McDonald's-Hamburger in Minneapolis. Zufall war das nicht. Dahinter steckte Ingenieurskunst. Angewendet auf Essen. Genau deshalb spielte es kaum eine Rolle, wer hinter dem Grill stand. Entscheidend war nur eines, dass jeder demselben System folgte. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. 1961 eröffnete McDonald's die Hamburger University. Kein Witz, kein Marketing-Gimmick. Eine echte Schulungseinrichtung, zunächst im Keller eines Restaurants in Elk Grove Village, Illinois, später in ein eigenes Gebäude in Oak Brook umgezogen, das einem kleinen Universitätscampus glich, Hörsäle, Labors, Übungsküchen. Franchisenehmer kamen aus der ganzen Welt dorthin und lernten. Nicht kochen, sondern managen. System, Kontrolle, Qualitätssicherung, die McDonald's-Methode. Die Absolventen bekamen einen Abschluss, den Bachelor of Hamburgerology. Auch das kein Witz. Die Hamburger University hat bis heute mehr als 350.000 Absolventen ausgebildet, in 12 verschiedenen Sprachen, in 7 Universitätsstandorten weltweit. Was sie unterrichtete, war unausgesprochen. Das McDonald's-System ist besser als alles, was der Franchisenehmer vorher gewusst hatte. Wer die Sprache eines Systems übernimmt, übernimmt das System. Und wer das System übernommen hatte, öffnete eine Filiale und zahlte Pacht. Immer dieselbe Pacht. Das war keine Überheblichkeit. Es war strategische Kultur. Wer die Sprache eines Systems übernimmt, übernimmt das System. 1963 erschien Ronald McDonald zum ersten Mal im amerikanischen Fernsehen. Er war ein Clown. Rote Haare, eine gelbe Latzhose, übergroße Schuhe und ein Gesicht, das Kinder nicht mehr vergaßen. Rückblickend war er zugleich eine der wirkungsvollsten Marketingentscheidungen des 20. Jahrhunderts. Kroc und seine Marketingabteilung hatten etwas verstanden, das vor ihnen kaum jemand so konsequent genutzt hatte. Bei Fastfood trifft nicht der Erwachsene die eigentliche Kaufentscheidung, sondern das Kind. Ein Kind sitzt im Auto, sieht die goldenen Bögen und reagiert sofort. Es fragt, oder es fragt gar nicht mehr. Es zeigt einfach in diese Richtung. Der Erwachsene gibt nach und bezahlt. Das mag zynisch klingen. Für McDonald's war es schlicht Marketing. Und es funktionierte. Ronald McDonald sorgte dafür, dass Kinder die goldenen Bögen wiedererkannten, lange bevor sie lesen konnten. Studien aus den 1980er Jahren zeigten, dass Kinder im Vorschulalter Ronald McDonald häufiger erkannten als politische Amtsträger, Sportstars oder fast jede andere bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Zu seiner größten Popularität war Ronald McDonald unter amerikanischen Kindern fast so bekannt wie Santa Claus oder Mickey Mouse. Manche Erhebungen sahen ihn sogar davor. Zufall war das nicht. Es war Ingenieurarbeit, angewendet auf Erinnerung. Mit jedem Jahr wurde die Marke vertrauter. Irgendwann musste sie sich nicht mehr erklären. Jeder wusste längst, wofür die goldenen Bögen standen. Und eine Generation, die mit Ronald McDonald aufgewachsen war, wurde erwachsen und brachte ihre eigenen Kinder zu McDonald's. Nicht, weil McDonald's das Beste war, sondern weil McDonald's vertraut war. Vertrautheit ist mächtiger als Qualität. McDonald's wusste das, bevor Marketingwissenschaftler einen Begriff dafür hatten. Doch die Maschine hatte noch eine zweite Ebene. Lange blieb sie nahezu unsichtbar, bis sie so groß geworden war, dass niemand sie mehr übersehen konnte. McDonald's kaufte nicht nur Grundstücke, das Unternehmen bestimmte auch, was dort gebaut wurde, was später in den Restaurants auf den Tablets lag und nach welchen Standards die Lieferanten produzieren mussten. Und hier liegt der vielleicht weniger bekannte Teil der McDonald's-Geschichte. Ein Rindfleischlieferant von McDonald's musste in den 1970er Jahren andere Produktionsstandards einhalten als seine Konkurrenten. Nicht, weil die Regierung es verlangte, sondern weil McDonald's es verlangte. McDonald's hatte die Macht, Lieferanten zu fordern, was kein anderer Abnehmer fordern konnte. Weil McDonald's groß genug war, um die Alternative zu kennen, Lieferantenwechsel. Und kein Lieferant, der sich McDonald's als Kunden leistete, wollte McDonald's als Ex-Kunden riskieren. Im Grunde nutzte McDonald's dieselbe Logik, mit der schon Rockefeller seine Eisenbahndeals aufgebaut hatte. Wer die Menge kontrolliert, kontrolliert die Bedingungen. Die Kartoffellieferanten mussten ihre Sorten wechseln. McDonald's wollte eine bestimmte Sorte, die die gewünschte Fritti-Eigenschaft hatte. Die Kartoffellandwirtschaft der USA veränderte sich. Nicht durch Gesetz, durch Bestellvolumen.
Mitte der 1980er Jahre war McDonald's der größte einzelne Abnehmer von Rindfleisch, Kartoffeln und Hühnerfleisch in den USA. Wer in solchen Mengen einkauft, kauft nicht nur Produkte. Er verändert ganze Lieferketten und manchmal sogar eine Branche. Das Wort McJob ist kein zufällig entstandener Begriff. Es wurde im Oxford English Dictionary aufgenommen, definiert als unattraktive, schlecht bezahlte Arbeit mit geringem Ansehen und begrenzten Aufstiegschancen. McDonald's protestierte gegen die Aufnahme des Begriffs. Das Wörterbuch behielt ihn, doch das war nur ein Teil der Geschichte. Was dann geschah, war unvermeidlich. Kritik, nicht am Hamburger, den mochten die Leute, nicht am Preis, der war günstig, nicht an der Schnelligkeit, die war unbestreitbar. Die Kritik galt dem, was die Maschine produzierte, jenseits des Produkts. 2001 veröffentlichte Eric Schlosser sein Buch Fast Food Nation. Es beschrieb in der Sprache des investigativen Journalismus, was McDonald's aus der amerikanischen Landwirtschaft gemacht hatte, was McDonald's aus dem Begriff Arbeit gemacht hatte, was McDonald's aus der amerikanischen Ernährung gemacht hatte. Es beschrieb Schlachthöfe, in denen Geschwindigkeit wichtiger war als Sicherheit. Es beschrieb Arbeitsverhältnisse, in denen Mitarbeiter austauschbar waren wie Produktionsmittel. Das Buch verkaufte sich millionenfach. 2004 zog der Filmemacher Morgan Spurlock 30 Tage lang nichts außer McDonald's. Jede Mahlzeit, jeden Tag, dokumentiert auf Kamera und mit ärztlicher Begleitung. Sein Cholesterinspiegel stieg deutlich, sein Körpergewicht stieg. Seine Leber zeigte Veränderungen, die Ärzte sonst nur bei schweren Alkoholikern sahen. Der Film hieß Super Size Me. Er lief in 80 Ländern, er wurde für einen Oscar nominiert. McDonald's antwortete auf den Film, indem es wenige Monate nach dessen Veröffentlichung die Super Size Option, die größten Portionsgrößen aus seinem Menü strich. Offiziell. Aus anderen Gründen. In einem Timing, das niemand für Zufall hielt. Die Kritik hatte Wirkung gezeigt. Die Maschine passte sich an. Doch sie hörte nie auf zu laufen. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Und dann war da die Frage, die jeder irgendwann stellt, wenn er McDonald's besucht. Warum? Das ist die eigentliche Frage. Nicht, ist McDonald's ungesund? Das wissen die meisten. Eine Erhebung in Deutschland aus den 2010er Jahren zeigte, dass mehr als 80% der Befragten McDonald's für ungesund hielten. Dieselbe Erhebung zeigte, dass mehr als 50% derselben Befragten McDonald's mindestens einmal pro Monat besuchten. Wissen und Verhalten. Zwei verschiedene Dinge. Die Antwort auf das Warum ist so simpel, dass sie beschämend klingt, weil es dort ist, weil es billig ist, weil es schnell ist, weil wir wissen, was wir bekommen, keine Überraschung, keine Enttäuschung, keine Abweichung. McDonald's hat nicht Hunger genutzt. McDonald's hat Gewissheit verkauft. In einer Welt, in der alles sich verändert, ist ein Big Mac überall auf der Welt gleich. In Tokio, in São Paulo, in Kairo, in Moskau. Ökonomen nennen das Markenkonsistenz. Psychologen nennen es Kontrollüberzeugung. McDonald's nennt es nichts, weil es nichts nennen muss. Es funktioniert. Das ist kein Zufall. Das ist Ingenieurskunst. Angewendet auf Vertrauen. Das war die Idee von Dick und Mac McDonald. Sie hatten gewollt, dass jeder Hamburger gleich ist. Sie hatten nicht gewollt, dass das die ganze Welt bedeutet. Aber Ray Kroc hatte eben ernster genommen, was sie angefangen hatten. Ray Kroc starb am 14. Januar 1984 in San Diego. Er war 81 Jahre alt. Er hinterließ ein Unternehmen, das in 50 Ländern operierte und das im Jahr seines Todes über 8000 Filialen weltweit hatte. Er hatte einmal gesagt, ich habe den Hamburger nicht erfunden. Ich habe ihn nur ernster genommen als irgendjemand sonst. Das war fair. Doch die ganze Wahrheit war es nicht. Die ganze Wahrheit war komplizierter. Dick und Mac McDonald hatten das System erfunden. Ray Kroc erkannte, was dieses System werden konnte. Er machte daraus eine Maschine, die ihre Erfinder selbst vermutlich nie gebaut hätten. Und er bezahlte sie dafür. Weniger als das System später wert war, aber mehr als sie selbst jemals dafür verlangt hatten. Was Dick McDonald darüber dachte, hat er selten öffentlich gesagt. Er lebte in New Hampshire, weit weg von Burbank und Los Angeles und allem, was McDonald's geworden war. Er empfing gelegentlich Besucher, Journalisten, Historiker. Er fragte sie manchmal, ob sie McDonald's aßen. Wenn sie ja sagten, nickte er. Dann schwieg er. Dick McDonald starb am 11. Juli 1998 in Manchester, New Hampshire. Er war 89 Jahre alt. Er hinterließ keine Unternehmensanteile. Keine Milliardenerbschaft. Den Namen hatte er für weniger als $2 Millionen verkauft. Den Tennisplatz mit den Kreidemarkierungen, auf dem er seine Mitarbeiter durch Küchenabläufe geführt hatte, den gab es nicht mehr. Was er hinterließ, war die Erinnerung an eine Idee. Die Idee, dass ein Restaurant wie eine Fabrik funktionieren kann. Dass Effizienz und Qualität keine Gegensätze sein müssen. Dass 30 Sekunden vom Bestellen bis zum Erhalt eines Hamburgers nicht Hast bedeuten, sondern Respekt vor der Zeit eines Kunden. Darin lag die eigentliche Erfindung. Nicht der Hamburger.
sondern die Idee dahinter. Und der Gedanke gehört heute niemandem mehr außer dem System, das ihn trägt. Wenn euch solche Unternehmensgeschichten gefallen und ihr mehr davon sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Und wenn euch diese Geschichte bis hierher gefallen hat, unterstützt sie auch mit einem Like, das hilft dem Kanal wirklich sehr. Heute gibt es mehr als 40.000 McDonald's-Filialen in 102 Ländern. Täglich besuchen sie schätzungsweise 70 Millionen Menschen. 70 Millionen pro Tag. Das ist mehr als die Bevölkerung Frankreichs. Täglich, rund um die Uhr, in jeder Zeitzone, auf jedem Kontinent, in Ländern, die McDonald's schon immer kannten und in Ländern, die vor 30 Jahren noch nie von ihm gehört hatten. Jemand steht gerade an einem Tresen in Jakarta. Jemand fährt gerade einen Drive-Thru in Detroit. Jemand öffnet gerade eine Tüte in Seoul, in Kairo, in Buenos Aires. Jeder bekommt dasselbe. Genau das war die Idee von Dick und Mac McDonald. Jeder bekommt dasselbe. Ray Kroc hat dafür gesorgt, dass das Wort jeder die ganze Welt meint. Harry Sonborn hat dafür gesorgt, dass die Pacht fließt, egal was passiert. Ronald McDonald hat dafür gesorgt, dass die nächste Generation schon weiß, wohin sie geht, bevor sie alt genug ist, selbst zu bezahlen. In einem Fenster irgendwo, in einer Nacht irgendwo, leuchten 2 goldene Bögen. Welches Restaurant auch immer. Es ist überall gleich. Das ist die Maschine. Und sie läuft weiter. Genau in diesem